Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, euch zu sehen und ich freue mich, dass ich euch heute etwas über das Gleichschenkliche Kreuz erzählen darf. Wir haben eine Testreihe hinter uns. Diese Testreihe beinhaltete den Versand von einem gleichschenklichen Kreuz. Es gab dieses Kreuz in den Farben Weiß, Schwarz und Gold. Und wir haben es dem Zufall überlassen, wer diese jeweilige Farbe bekommt und wollten auch dadurch herausfinden, ob die Farbe einen Einfluss hat auf die Wirkung von dem Symbol. Die von euch, die das schwarze Kreuz bekommen haben, haben es entweder gut verkraftet oder eben gar nicht. Die Farbe Schwarz ist eine Farbe, die Energien sehr stark anzieht. Das Gleichschenkliche Kreuz ist dafür bekannt, dass es Räume säubert von negativen Energien, Fremdenergien. In der Geomantie wird es verwendet, dass man es in Räumen an die Wände einritzt mit einer Nadel. Jeder Raum erhält dieses gleichschenkliche Kreuz und durch das Aufbringen des gleichschenklichen Kreuzes entsteht eine Wirkung im Raum und diese Wirkung es wird dem so zugesagt, dass diese Wirkung negative Fremdenergien aus dem Raum entfernt und damit der Raum sauber ist, was negative Fremdenergien angeht. Und die Farbe Schwarz zieht einfach negative Fremdenergien noch viel stärker an. Es absorbiert einfach viel stärker. Und von daher ist die Erfahrung so, dass das gleichschenkliche Kreuz in der Farbe Schwarz intensiver und stärker direkt wirkt. Wir hatten ein goldenes Kreuz auch. Das goldene Kreuz ist das, was am besten angekommen ist, und das weiße Kreuz war am schwächsten aktiv. Das ist ein sehr interessanter Erfahrungsschatz, den wir nun dadurch gewonnen haben. Die Rückmeldung von euch war sehr unterschiedlich. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, bei allen, die mitgemacht haben und einfach vertraut haben darauf, auf ihre Intuition und uns das dann mitgeteilt haben. Die Energien, die wahrgenommen worden sind, waren teilweise so heftig, dass einige von euch auch das Kreuz nicht behalten wollten und dankbar darüber waren, es wieder abgeben zu dürfen. Andere hingegen waren von der ersten Minute sehr stark ergriffen von der Energie und haben das Kreuz sofort aufgenommen in den eigenen Räumlichkeiten und möchten es nicht wieder loswerden und wollten es unbedingt behalten. Wir haben es euch freigestellt, was ihr damit macht, ob ihr es zurückgebt oder behaltet. Was auch sehr interessant war, war die Rückmeldung, wo ihr dieses Kreuz positioniert habt und was es mit euch dann gemacht hat. Die Menschen von euch, die das Kreuz wieder loswerden wollten, haben es flach versucht im Raum hinzulegen und möglichst nicht so, dass es vertikal abstrahlen kann im Raum. Das heißt, die Energie von dem Schnittpunkt vom Kreuz zeigte nach oben zur Decke, lag in einer Schale oder auf einem Tisch und hat somit auch die Energie vom Raum nicht durchflutet. Alle, die es sonst im Waagerechten an eine Wand gehangen haben, haben damit bewirkt, dass die gesamte Energie von dem Kreuz ausgehend sich im Raum verteilen konnte. Das ist ein sehr großer Unterschied, weil die Energie natürlich in eine Richtung abstrahlt und es eine andere, stärkere oder nicht so starke Wirkung damit hat. Das gleichschenkliche Kreuz hat eine sehr intensive Wirkung, die in vielen alten Schriften niedergeschrieben worden ist. Ich habe viel geforscht über die Bedeutung und über die energetische Wirkung von dem gleichschenklichen Kreuz. Das gleichschenkliche Kreuz ist in allen Religionen auf der ganzen Welt anzutreffen. Es ist eines der ersten Symbole, die anzufinden sind auf der Erde. Und in vielen Kulturen wird das Gleiche
beschrieben, es ist die Verbindung zwischen der weiblichen und der männlichen Energie. Die männliche Energie ist der senkrechte ja, Balken, der von oben nach unten kommt. Das ist die Energie, die praktisch aus dem Universum auf die Erde kommt. Die gebende Energie, die männliche Energie. Und die weibliche Energie ist die horizontale, das ist die auffangende Energie, die ja, empfangende Energie. So, diese männliche Energie kreuzt die weibliche Energie. Beide sind durch die gleiche Länge in einer Harmonie. Der Schnittpunkt dieser beiden ist dann das, wo aus der männlichen und der weiblichen Energie etwas Neues entsteht, also ein Schöpfungsakt vorhanden ist. Und es gleicht halt aber auch diese Energien aus. Das heißt, wenn in einer Umgebung stärker die weiblichen oder die männlichen Energien vorhanden sind, dann bewirkt die Anwesenheit von dem gleichschenklichen Kreuz, dass diese Energien wieder ins Gleichgewicht kommen. Bei uns Menschen ist es auch so, egal ob wir weiblich sind oder männlich, wir tragen beide Energien in uns, die weibliche und die männliche Energie. Und also die Yin- und die Yang-Energie auch. Und wenn da ein Ungleichgewicht entsteht oder vorhanden ist, sind wir nicht in unserer Mitte. Das heißt, Yin und Yang sollten immer im Gleichgewicht sein. Und dabei kann uns das gleichschenkliche Kreuz helfen. Das gleichschenkliche Kreuz kann uns auch dabei helfen, in unsere Mitte wiederzufinden, weil es natürlich den Fokus auf den Schnittpunkt legt und uns dabei hilft, uns wieder zu zentrieren, uns darauf zu besinnen, wer wir sind, um was es geht, auf das Wesentliche wieder zu konzentrieren und wieder in unsere Mitte zu finden. Gerade wenn man einen Tag hat, der einen aus dem Gleichgewicht gebracht hat, also es spricht hier auch wirklich ja von diesem Ich bin aus dem Gleichgewicht, bedeutet oft, dass ich halt nicht mehr im Gleichgewicht bin zwischen der gebenden und der nehmenden Energie, zwischen der weiblichen und der männlichen Energie. Das heißt, beim Betrachten dieses Kreuzes, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, kann es mir dabei helfen, wieder in meine Mitte zu finden. Ein sehr hilfreiches Werkzeug.